Zeit ist das größte Geschenk Gottes. Wir können sie weder anhalten, noch können wir sie beeinflussen. Die Zeit ist das größte Gut, was wir von Gott bekommen haben. Im Koran äußert Allah beim Zeitalter: Der Mensch ist wahrlich im Verlust. Hierbei geht er vor allem auf die Zeit ein. Dabei ist wichtig zu beachten, dass die Zeit nicht etwas ist, was wir verschwenden sollten. Unser Prophet verliert auch wichtige Worte darüber. Er äußert, dass der Mensch zwei Dinge nicht wertschätzt. Vor allem schätzt der Mensch seine Gesundheit und seine freie Zeit nicht. Seine Gesundheit bietet ihm Möglichkeiten zu arbeiten oder Dinge zu verrichten. Die freie Zeit bietet ihm Gelegenheiten, diese auszuführen. Hallo zusammen, heute widmen wir uns dem Thema Zeit, unsere Zeit. Jeder Mensch hat 24 Stunden und eine begrenzte Zeit, die er zu leben hat. Egal, ob ein berühmter Fußballer oder ein reicher Mann. Wir alle haben tagtäglich 24 Stunden. Doch der Unterschied liegt darin, wie ich diese Zeit nutze, was ich daraus mache oder ob ich sie einfach nur für Dinge verschwende, die meine Zeit nicht würdig sind. Das ist die wichtige Frage, die wir uns stellen. Die Nutzung der Zeit heißt gleichzeitig auch, dass wir auf gewisse Dinge verzichten müssen. Viele äußern, dass sie keine Zeit hätten oder andere wichtige Dinge zu tun hätten. Doch dabei handelt es sich einfach nur um Prioritäten. Eine Person, die Erfolg im Leben haben möchte, muss dies gut managen. Er muss verstehen, dass es einen großen Unterschied zwischen Scrollen und Sport machen gibt. Auch gibt es einen großen Unterschied, ob ich jetzt nur auf dem Sofa sitze oder ob ich mich hinsetze und wirklich lerne oder ob ich zu Hause lerne oder in der Bibliothek. Das sind alles Entscheidungen, die unsere Zeit und unser Leben beeinflussen. Die Hauptrolle spielt dabei die Zeit. Bediüzzaman äußert: Wehe uns, wir haben uns täuschen lassen. Wir hielten dieses irdische Leben für beständig. Durch diesen Irrtum haben wir alles verloren. Ja, dieses vergehende Leben ist wie ein Schlaf. Es geht vorbei wie ein Traum. Und dieses haltlose Leben vergeht wie ein Wind und fliegt davon. Die Zeit vergeht schnell, sehr schnell sogar, wie Bediüzzaman ausdrückt. Von einem Tag auf den anderen merken wir nicht mal, dass die Zeit vorbei ist. Und genau das ist unser Problem. Wir schätzen die Zeit nicht. Wir sollten doch mehr im Moment leben als in der Vergangenheit. Mehr in dem Tag, in dem wir uns befinden, als in der Zukunft. Das ist unser Problem. Von einem Mal auf den anderen sind wir erwachsen und dann alt und dann vielleicht sogar verschwunden. Das Hauptproblem ist, wir haben viele Ausreden. Zum einen äußern wir: Ich habe doch keine Zeit. Doch, du hast Zeit. Zum anderen äußern wir: Ja, ich kann das morgen machen. Ja, du verschiebst es einfach nur. Du hast Zeit. Du hast Zeit für alles, was du im Leben erreichen willst. Und genau das ist unser Problem. Je mehr Ausreden wir suchen, desto weniger Zeit haben wir. Der Schlüssel zum Erfolg liegt selten im Talent. Nein, sie liegt in der Arbeit. Sie liegt in der Zeit, die du für eine Sache investierst. Thomas Edison äußert: Ein Genie besteht zu 1% aus Inspiration und zu 99% aus Arbeit. Das trifft es gut, denn je mehr Arbeit du in etwas steckst, desto erfolgreicher wirst du. Der Schlüssel des Erfolges ist vor allem in Kleinigkeiten. Du musst tagtäglich bestimmen, was du an dem Tag machst, was deine Ziele für den Tag sind. Des Weiteren musst du dich fern von Ablenkungen halten, damit du deine Zeit auch gut nutzt. Auch Reflexion ist ein Schlüssel zum Erfolg, denn du musst gucken: Okay, habe ich meine täglichen Ziele erreicht? Habe ich das gemacht, was ich wirklich machen wollte? Das hören sich wie Kleinigkeiten an, aber das kann ein Leben verändern. Es gibt viele Höhen und Tiefen im Leben. Bei den Höhen sollte man nicht egoistisch werden oder nicht übermütig. Bei den Tiefen sollte man nicht die Fassung verlieren. Man sollte weiterhin diszipliniert an sich arbeiten. Das ist wichtig, denn Motivation ist nicht immer da. Mal arbeitest du besser, mal schlechter. Doch die Disziplin bleibt. Je härter du daran arbeitest, desto erfolgreicher wirst du. Du kannst Freunde dazu holen, die dich immer motivieren. Aber das hält auch nur für kurze Zeit. Der Schlüssel dafür ist, diszipliniert zu sein, an dem Erfolg zu hängen, weiterzumachen, egal was passiert. Dabei ist auch wichtig, geduldig zu sein. Geduld ist der wichtige Schlüssel, denn du musst dazu imstande sein, bei den Tiefen stark zu sein und auch diese durchzugehen. Die Zeit ist nicht nur wichtig für unser diesseitiges Leben. Sie ist auch wichtig dafür, was wir im nächsten Leben erreichen, was wir im nächsten Leben machen. Das ist der Punkt, der springende Punkt. Wir müssen in diesem Leben und im nächsten Leben erfolgreich werden. Zusammenfassend also müssen wir uns gut um unsere Zeit kümmern, denn sie ist nicht unendlich. Sie hat auch ein Ende. Wir müssen aufpassen, wofür wir sie investieren, worin wir sie investieren oder in wen wir sie investieren.
Versucht immer jeden Tag besser zu sein als gestern. Jeden Tag eine Verbesserung. Jeden Tag. Dadurch wird man am Ende des Monats, am Ende des Jahres, am Ende von 5 Jahren immer besser. Immer besser. Auch wenn es nur schrittweise ist. Auch wenn man die Ergebnisse nur schrittweise sieht. Man sollte sich tagtäglich fragen, ob man an dem Tag wirklich was geleistet hat. Oder ob man wieder nur seine Zeit verschwendet hat.